Mein Manga Revenge of Medusa ist jetzt überall in jedem Schweizer Buchhandels-Online-Shop erhältlich und in jedem Schweizer Manga-Shop, wo es natürlich die besten Mangas gibt. Wie habe ich das geschafft? Mit meinem eigenen Verlag natürlich, Mythos Manga. Wie kam es dazu? Das erzähle ich euch in dieser Episode, meine lieben Freunde. Vielleicht kennt ihr schon mein Video, das letzte, dieses hier, Mappensichtungen. Da war ich das erste Mal an einer Mappensichtung in Leipzig. Ich habe meine Mappe mitgenommen und wollte die Verleger jagen und mein Zeug unter die Nase halten, um zu sehen, was sie denken und ob wir einen Vertrag machen können. Dass sie mich annehmen, dass ich wirklich so richtig offiziell bei einem Verlag angestellt bin oder als Partner oder wie man dem auch sagt. Tja, das war mein größter Wunsch, mein großes Ziel. Meine Blase von diesem Traum ist recht schnell geplatzt, als der Herr liebe Dr. Joachim Kaps mir sagte, ich kann das nicht verlegen, das ist ein purer Underground-Manga. Ein Manga muss auch zum Verlag passen, ne? Und wenn ihr als Verleger jetzt zum Beispiel nur Shonen und Boys Love macht zum Beispiel, dann kann ich nicht mit sowas ankommen, weil es ist ziemlich erotisch und sehr brutal und es hat einen völlig eigenen Style, ein bisschen düster, würde ich jetzt mal so sagen. Es ist nicht ein typischer Manga, es ist nicht so mit diesen großen Augen, Strichnase, Strichmund und so. Als ich da an der Leipziger Buchmesse mit meiner Mappe umher spazierte und zu jedem Stand hinging und das Zeug zeigte, haben viele Comic-Typen gesagt, ja, es ist zu sehr Manga, schau mal bei den Manga-Leuten. Alle Manga-Leute, denen ich es gezeigt habe, haben gesagt, ja, es ist zu sehr Comic, schau mal bei den Comic-Leuten. Und so habe ich mich die ganze Zeit im Kreis gedreht, meine lieben Freunde, und ich wusste nicht so recht, was soll man jetzt machen, bis ich dann auf den lieben Herr Micha von Egmont Manga gestoßen bin. Da habe ich gesehen, ja, mein Zeug kann passen, sollte passen zu dem Sortiment, was sie haben, wie zum Beispiel Chainsaw Man oder Jovantore. Jovantore ist jetzt nicht so sexy und brutal, aber düster. Dafür sein Vorgängerwerk vom Aichinger Oven Troja. Oven Troja habe ich gelesen, dort bei ihnen am Stand. Und dann habe ich so richtig explizite Szenen gesehen von den männlichen und weiblichen Genital, wie sie zusammen interagieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dann dachte ich, aber das ist ja dann Mickey Mouse dagegen. Und so habe ich dann mit dem Herrn lieben Micha geredet von Egmont Manga, der Chefredakteur, und er fand das sehr interessant, cool, mein Zeug. Er sagte mir aber auch, dass sie nicht fertige Bücher übernehmen, weil sie möchten schon mit den Künstlern zusammenarbeiten. Also soll ich vielleicht ein kürzeres Projekt mal pitchen, damit sie sehen und ja, dass wir zusammen dann arbeiten können. Ja. Und da war dann meine ganze Hoffnung in Egmont Manga. Ich hörte, dass die nächste Messe in Mannheim ist, die Animagic, und dann dachte ich, oh yeah, jetzt habe ich schön Zeit zum Weiterzeichnen, zum noch eine viel bessere Mappe zu machen, bereit machen. Der Micha sagte mir natürlich, er würde sich melden. Er würde mit seinen Kollegen das anschauen und sich melden. Leider hat er sich nicht gemeldet und darum dachte ich, so, ich gehe jetzt wieder zur nächsten Messe und konfrontiere ihn mit meinem neuen Zeug und mal sehen, was er dazu sagt. Wie das genau ausgesehen hat, was ich dort alles erlebt habe, warum mich eine Überschwemmung ausgelöst habe. Das und noch vieles mehr erfährt ihr in der heutigen Episode. Darum Like und Subscribe. Ich zeichne jetzt ein bisschen, während ich rede. Ich habe letztes Mal dieses Bild hier angefangen zu skizzieren. Meine sexy Medusa mit dem Eva 01 von Neon Genesis Evangelion. Habe ich letztens mir zum ersten Mal angesehen, Alter. Und ich muss sagen, Masterpiece. Wirkliches Masterpiece, ja. Also das Ende, das war wirklich für die Katze. Für die Katze, sagt man das so in Deutschland. In der Schweiz sagt man für Trotz, ist alles für Trotz oder für die Füchse. Naja, für die Füchse. Und ja, aber der Film, The End of Evangelion, ja, der war sehr geil.
und darum, das hat mich jetzt sehr motiviert. Ich dachte, als ich die Roboter gesehen habe, dachte ich habe noch nie so einen Mecha gezeichnet, wird höchste Zeit und natürlich verbunden mit einer sexy Medusa. Also würde ich sagen, let's go! Ganze 4 Monate von der LBM bis zur Animagic hatte ich Zeit, mich schön vorzubereiten. Ich habe ein neues Kapitel fertig gemacht und geinkt, schön alles eingeordnet. Aber was ich vergessen habe, das war Tickets zu holen. Und das war ein bisschen scheiße. Als ich mich endlich erinnert habe wegen den Tickets, irgendwie 2 Wochen davor, waren die natürlich alle schon ausverkauft. Und da sagte das Fräulein mir am Telefon, ja, es gibt noch eine Möglichkeit und das wäre die Tageskasse. Falls du Glück hast und früh genug dort bist, dann kannst du dir noch ein Ticket ergattern. Und dann dachte ich mir, ach du grüne Neune, da muss ich aber ganz schön früh aufstehen, ne? 350 Kilometer von mir bis nach Mannheim, das wären etwa 4 Stunden Fahrt. Okay, gesagt, getan. Ich bin irgendwie, meine Frau war da noch am Arbeiten bis um 11 am Abend. Da bin ich sie kurz abholen gegangen und dann sind wir schon losgefahren durch die Nacht. Ich habe noch einen kurzen Halt in Stuttgart gemacht. Ich habe sie dort bei einer Freundin von ihr gelassen und von Stuttgart aus machte ich mich weiter auf dem Weg nach Mannheim. Und ja, da war ich am Morgen früh. Irgendwie um 5 Uhr war ich schon dort und da stand schon eine Schlange beim Eingang. Ich dachte, what the hell? Es waren ungefähr 20 Leute vor mir. Ich habe mich angestellt. Irgend so einen Schweizer habe ich dort kennengelernt und noch so einen Typen vor mir. Und mit dem kam ich recht schnell ins Gespräch. Ich musste dringend pissen und ich wollte nicht weg von meinem Platz, weil dann drängeln alle nach vorne und dann muss ich mich wieder ganz nach hinten vorstellen, weil es kamen immer mehr und mehr Leute und ich dachte, oh man, und dann habe ich ihm gesagt, bitte halt meinen Platz frei, ich muss mal ganz dringend, und er sagte, okay, kein Problem, und ja, dann ging ich mal kurz und dann musste ich nochmal und dann hin und her und warten, bis die Tür endlich mal geöffnet wurde. Ich war ungefähr um 6 Uhr dort, um 9 haben sie die Türen aufgemacht, das heißt 3 Stunden war ich dort wie ein Trottel am Anstehen, aber da bin ich selber schuld. Ich hörte, auch wenn man die Tickets hat, sollte man erst am Morgen dorthin die Tickets abholen und dann erst am Nachmittag wiederkommen, weil dann die Tore aufgehen. Es beginnt erst am Nachmittag. Das fand ich also echt ein bisschen komisch, kannte ich so noch nicht. Aber ja, was will man machen? Schlussendlich habe ich es doch endlich geschafft, mir dieses Bändchen, quasi das Ticket zu holen. Hier sieht man die Eskalation, es werden nicht weniger Leute und es wurde endlich mal Zeit, ins Hotel zu gehen. Der Typ vom Hotel meinte erst, ich sollte 3 Stunden warten, bis mein Zimmer frei wird, aber schlussendlich ging es doch noch und dann kriegte ich noch dieses Superior-Zimmer, ein noch besseres, und ich dachte, geil, fettes Bett. Nachher lege ich mich schön drauf hier, weil ich bin hundemüde, meine lieben Freunde. Lass uns mal die wunderschöne Aussicht nach Mannheim auf Mannheim abchecken. Wunderschön. Und hier haben wir noch eine fette Badewanne und jetzt wird es mal Zeit zum Pennen, eine kleine Runde, wieder fit werden. Und so wurde es endlich Zeit für die Convention. Hier bin ich angekommen auf der Suche nach Egmont Manga. Weil der liebe Herr Micha gesagt hat, er hat Interesse, dachte ich, so, ich werde ihn jetzt finden und ihm mein neues Zeug zeigen. Mal sehen, was er dazu sagt. Und dann endlich am Egmont Manga Stand angekommen, war kein Micha weit und breit zu sehen. Und ich werde ihn auch nicht mehr sehen, weil er ist Papa geworden. Gratuliere nochmal ganz herzlich, mein Lieber. Sehr schön. Und darum ist er jetzt im im Vaterschaftsurlaub, ja. Und der Einzige, den ich getroffen habe dort am Stand, war der liebe Daniel Eichinger mit seinem Debütwerk Jovan Tore. Damals war gerade der Release und er war voller Stolz und glänzenden Augen dort am Stand und hat fleißig signiert. Ich sah auch den Marco. Den Marco, den habe ich noch nicht kennengelernt. Und ich dachte, doch,
Den muss ich kennenlernen. Marco ist der Redakteur von Egmont Manga und falls ihr in der deutschen Manga-Szene ein bisschen unterwegs seid und euch auskennt, dann kennt ihr den ganz bestimmt von ganz vielen Interviews. Natürlich habe ich auch ihn schon im YouTube gesehen und all seine Interviews abgecheckt und der Typ hat echt Ahnung. Also so wie er die Mangas beschreibt und so, das habe ich wirklich noch nie von jemandem gehört, so mit diesem ganzen Wissen und so. Ich denke, er redet sogar Japanisch oder versteht Japanisch und übersetzt sogar vom Japanischen ins Deutsche und das ist einfach faszinierend, meine lieben Freunde. Außer der Harut Estevao, er erklärt auch alles so wunderschön mit seiner herausragenden und belesenen Sprache und seinem Kunstverständnis und Kennen. Auch ihn habe ich mal im Insta angeschrieben, ob er ein Review machen will zu Revenge of Medusa und er sagte, ja klar, warum nicht, aber für ein Video wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber ich kann es mir ja mal ansehen. Und ich dachte, okay, cool, dann gib mir doch mal deine Adresse und ich gehe morgen gleich zur Post. Und dann hat er mich einfach ignoriert. Aber das ist jetzt eine völlig andere Geschichte. Zurück zu Marco. Natürlich habe ich ihn gleich angesprochen und gesagt, hey, hallo Marco, ich wollte nur mal Hallo sagen und so, ich bin der und der, ich komme aus der Schweiz, ich bin jetzt extra wegen euch hierher rausgefahren, tralala. Ich habe letztes Mal an der LBM mit dem Herrn Micha geredet, der fand mein Zeug cool und so, ist er denn nicht da? Und dann sagte Marco, nee, der ist Papa geworden. Und ich sagte, okay, cool, ja, willst du schnell mein Zeug ansehen? Ich habe einen fetten Ordner dabei und so mit neuem Material. Und er sagte, ja, jetzt ist ein bisschen ungünstig, ich bin gerade diesen Daniel Eichinger am Betreuen hier wegen der Signierstunde und so, komm doch später wieder. Und dann sagte ich, okay, und dann bin ich einfach so ein bisschen herumgelaufen, sinnlos, ohne Plan und Ziel. Ich habe ein paar Digimon-Karten gekauft, diese fand ich echt cool. Und ja, nach einem kleinen Weilchen habe ich dann so eine riesen Wand gesehen und dort musste ich natürlich meine Medusa hinzeichnen. Das war cool. Und dann habe ich es nochmal versucht. Ich habe immer wieder so geguckt, ist er jetzt endlich frei? Ist der frei? Ist der frei? Und dann war er endlich frei und dann bin ich wieder zu ihm gegangen und habe gesagt, so, jetzt aber schauen Sie bitte diese wunderschöne Mappe mit Revenge of Medusa und sagen Sie mir Ihre Meinung dazu. Ja, und dann habe ich ihm erstmal mein Buch in die Hand gedrückt und er sagte, hey, cool, du hast sogar eine ISBN-Nummer und so, hast schon veröffentlicht. Das war so das halbe Buch, das ich zu Beginn gemacht habe mit den ersten 3 Kapiteln, hat er ein bisschen durchgeblättert und so. Und dann habe ich ihm noch den Ordner gezeigt mit meinem neuen Zeug und dann hat er so durchgeblättert, hat gefragt, ja, um was geht's denn so? Erzähl mal ein bisschen. Da habe ich ihm ein bisschen erzählt über die Geschichte, die Story und so. Da fragte er mich, ja, wie viele Bände willst du denn machen? Und ich sagte, ja, das weiß ich noch nicht. Wenn ich alles irgendwie zusammenfasse, könnte ich es vielleicht so in 5 Bänden schaffen. Aber wenn das gut ankommt bei den Leuten, dann würde ich natürlich für immer weitermachen, bis zum geht nicht mehr. Weil je nachdem, wie die Leute reagieren und so, wenn die Geschichte geil ist und sich das Ganze gut verkauft und so, kann ich das ja immer ein bisschen in die Länge ziehen, tralala und so. Und dann sagte er mir, dass das so nicht funktioniert bei den Verlegern, dass man nicht von Beginn an gleich eine Serie macht, sondern zuerst mal mit was Kleinem startet, weil sie wissen ja nicht, wie es ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Sie hatten schon mal so einen Fall, wo sie irgendwie 3 Bände angekündigt haben von einer Mangaka, von einem Fräulein. Und die hat so den ersten Band rausgehauen und danach hatte sie einfach keinen Bock mehr und hat sich gar nicht mehr gemeldet. Und das ist natürlich auch für den Verlag ein bisschen schlechte Publicity, weil die Leute erwarten, da kommt noch einiges und da kommt plötzlich nichts mehr. Also müssen wir immer mit was Kleinem starten. Und ja, er schaute dann so meine Bilder an und so, die Panels und er war eigentlich recht positiv gestimmt. Er hat mir Kompliment gemacht, so für die Szenen, dass das alles so recht filmisch aussieht, so von den Posen her und so, und dass die Figuren auch schön dynamisch wirken und so, wo ich eigentlich vorher ein bisschen Zweifel hatte und so, hat mich das echt überrascht, als er sagte, ja, die Figuren sehen dynamisch aus und schön. Das Einzige ist wegen den Hintergründen, dass ich
das teilweise ein bisschen krakelig wirkt im Gegensatz zu den schönen Figuren. Die Figuren sind wirklich schön mit perfekten Linien und schön dynamisch und so, und dann sind die Hintergründe so ein bisschen krakelig mit zu vielen Details, und das habe ich mir echt zu Herzen genommen, dass ich auf dieses Detail achten muss, dass auch die Hintergründe genauso schön sein müssen wie das alles, was im Vordergrund ist, oder? Und dann sagte er mir noch, dass sie ab und zu diese Short-Mangas machen mit den Leuten, dass sie so eine Ankündigung machen, auf Social Media meistens, dass die Leute ihnen so Short-Mangas schicken sollen und dass sie das dann so raushauen. Und dass ich für Beginn mal so einen Short-Manga machen sollte, vielleicht wegen etwas über einen Side-Character aus Revenge of Medusa, nicht gerade mit ihr, sondern irgendwas, was auch in dieser Welt zu tun hat oder so. Und er sagte auch, ja, es wären 30 Seiten, 32 Seiten, so ein Short-Manga. Wenn ich die Leute nicht mit 32 Seiten überzeugen kann, dann kann ich es auch nicht mit 32 Bänden. Und das ist mir so richtig im Kopf geblieben, das, was er sagte. Ja, war schon gut. Und dann am Schluss sagte er mir, für eine Serie bist du noch nicht so weit, aber ein Short-Manga kann ich mir gut vorstellen. Wir werden demnächst das ankündigen auf Social Media und dann kannst du ja mal dein Zeug einreichen. Und bis zum heutigen Tag habe ich nichts gesehen bei ihnen auf Social Media wegen Short Manga oder irgendwas, aber in meinem Kopf machte es dann Klick und ich dachte mir, okay, dann mache ich eben einen Short Manga und schicke es denen zum Veröffentlichen, und das ist doch schon mal eine wunderbare Sache. Und dann, ja, die Convention ging dann langsam dem Ende zu, neigte sich dem Ende, und dann wollte ich natürlich ein bisschen was trinken. Ich war voll gehypt irgendwie und glücklich, dass ich jetzt endlich auch den Marco kennengelernt habe, weil ich ihn so lange schon beobachtet habe auf YouTube und so überall, und dann, ja, kannte ich ihn jetzt einfach so persönlich. Und dann bin ich dort beim Rosengarten, oder wie das geheißen hat, diesen riesigen Platz vor der Convention. Da waren überall Leute, Cosplay-Leute und überall so kleine Grüppchen, und alle haben Alkohol getrunken und gefeiert und Musik gehört, getanzt und so, und ja, dann war ich ein paar Bier am Trinken, und dann hatte ich keine mehr, und dann habe ich so ein Grüppchen von Typen getroffen und gesagt, hey, habt ihr vielleicht ein Bier zum Abkaufen? Ich hatte zwar Geld, aber alles war geschlossen und man konnte nirgends Bier kaufen. Und dann haben sie gesagt, ja klar, wieso nicht? Und dann habe ich ihnen einen Manga von mir geschenkt, weil ich hatte natürlich ein paar Bücher im Gepäck, und sie dachten, boah, du bist ja ein Künstler und Mangaka, cool, komm mit uns und so. Tja, und dann ging ich mit diesen Jungs weiter, und schlussendlich sind wir in einer Bar gelandet, und dann haben wir fett Shots reingehauen, die haben die ganze Nacht spendiert, und dann habe ich ein bisschen spendiert und dann sie wieder. Und ich muss sagen, krass, also die Deutschen, die trinken echt wie die Serben und die Russen. Und ich konnte da irgendwie nicht mithalten, und ich war so am Arsch. Ich weiß nicht mal mehr, wie ich zurück ins Hotel gekommen bin. Auf jeden Fall bin ich aufgewacht in der Badewanne, meine lieben Freunde, in der Badewanne. Also ich hätte locker ertrinken können, und ich habe eine verdammte riesen Überschwemmung ausgelöst im Hotel. Das Zeug hat, ich glaube, 5 Stockwerke runtergetropft, und das war eine Riesenkatastrophe, ja. Ich muss so lachen, wenn ich jetzt daran denke. Oh Mann, am nächsten Morgen bin ich dann runtergerannt zu diesem Typen an der Theke beim Hotel und sagte, sorry, Überschwemmung gemacht. Und dann ist er hochgekommen, hat mir irgendwie so einen nicht so einen Staubsauger, sondern so einen Wassersauger dort gelassen, und ich sollte das jetzt irgendwie aufsaugen, das Wasser, und ich habe mich einfach nochmal hingelegt, weil der Alkohol hat mich wirklich zerstört, ich vertrage wirklich gar nichts.
Und dann so nach 2 Stunden, wo ich weiter gepennt habe, ist er dann wieder ins Zimmer gekommen. Ja, du hast jetzt gar nicht gesaugt. Ich so, oh, okay, scheiße, sorry. Und dann ich sah, dass er richtig wütend war und dann sagte er mir, ja, das ist jetzt voll am Arsch, das Hotel, 5 Stockwerke hinunter, dies und das. 500 Euro muss ich Strafe zahlen und so. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, schreib die Buße hier, meine Versicherung wird schon übernehmen. Und dann in der Schweiz später habe ich meiner Versicherung das gemeldet und so. Und die haben sich bei dem Hoteltypen gemeldet und der hat sich nie wieder irgendwie etwas geantwortet oder so. Und schlussendlich musste ich da gar nichts bezahlen. Puh, da hatte ich nochmal richtig Schwein gehabt, dass ich überlebt habe, diese verdammte Kacke überhaupt. Ja, das ist nicht empfehlenswert, so viel zu saufen und sich dann in die Badewanne zu legen. So etwas kann sehr, sehr böse enden. Also auf keinen Fall nachmachen, liebe Leute. Und dann war ich ja noch einen Tag dort an der Convention und ich habe mir echt überlegt, boah, Alter, ich bin so verkatert, soll ich jetzt noch zur Convention nochmal? Ich habe ja jetzt den Marco kennengelernt und so, alles ist klar. Aber den Jo hatte ich noch nicht getroffen. Also ich habe ihn schon am gestrigen Tag getroffen, aber noch nicht mit ihm geredet, weil ich habe gesehen, dass sie am heutigen Tag eine Mappensichtung machen und da wollte ich unbedingt hin. Nochmal den Jo stressen mit dem gleichen Zeug, also nicht dem gleichen, schon besseres Material, neueres Material, aber ja, es ist immer noch das, was er eigentlich nicht verlegen will. Aber ich finde es eben immer cool, mit dem Jo zu reden und ja, dann habe ich mich doch noch entschieden und gesagt, komm, scheiß auf diesen Kater, also ich muss da hin und mit Jo nochmal reden und gesagt, getan, dann ging ich wieder zur Convention und dann habe ich den Jo wieder getroffen und gesagt, hallo Jo, ich bin's wieder, kennst du mich noch? Und er kannte mich tatsächlich nicht mehr. Ja klar, es kommen ja ständig Tausende zu ihm und so und ich habe noch erwartet, dass er sich an mich erinnert. War witzig von mir. Aber dann, als ich gesagt habe, ja, Revenge of Medusa, dann hat es bei ihm Klick gemacht. Tja, und dann, als ich mein Zeug dem Jo hingeknallt habe, sah er wieder Revenge of Medusa, nackte Szenen, Brutalität und er sagte, was? Du hast einfach mit diesem Zeug weitergemacht? Und ich sagte, ja. Und er sagte, ja, aber dieses Mal ist das ja noch viel krasser und pornöser. Natürlich hat er nicht diese Worte benutzt, er hat es anständiger gesagt. Aber ich denke, das dachte er sich auf jeden Fall, ja. Und dann, ja, sagte er, ich kann sowas nicht bringen hier. Das wäre ja so, wie wenn ich Feuerwerkskörper in einem Blumenladen verkaufen würde. Das geht auf keinen Fall, nee. Natürlich habe ich das schon vorher gewusst, dass er das nicht verlegen will. Und ich wollte irgendwie einfach, dass er sich meine neuen Zeichnungen ansieht. Und er sagte auch, ja, da hat nichts auszusetzen. Die Zeichnungen sind gut, aber das Ganze passt hier nicht zu Ultraverse. Und ich sollte das endlich mal verstehen, dass sowas nicht hier reinpasst. Klar, ich habe es schon verstanden. Und dann sagte ich, ja, aber was, wenn ich was anderes mache? So ein bisschen etwas Softeres und so. Dann fragte er mich, ja, willst du das überhaupt? Und dann sagte ich, eigentlich nein. Eigentlich will ich eben genau das machen. Revenge of Medusa. Da drin steckt mein Herzblut und diese Geschichte in meinem Kopf und ich muss sie einfach so auf Papier bringen, wie ich das im Kopf habe. Anders geht's leider nicht. Ich will das auch nicht groß verändern oder irgendwie verharmlosen, weil es ist ja griechische Mythologie und damals wurde halt eben viel gebumst und gemordet. Und das muss ich eben auch so zeigen, ne? Und keine Kinderstory draus machen oder irgendwas. Das war völlig klar. Und schlussendlich ist dieses wunderschöne Bild von uns zwei entstanden. Ich und die Legende höchstpersönlich. Ja, wir waren ein bisschen noch draußen und haben ein bisschen über Privates gequatscht, das ihr jetzt nicht wissen müsst. Ziel erreicht, ich habe mit den Leuten geredet, mit denen ich reden wollte und ich machte mich auf den Weg nach Stuttgart, meine liebe Frau abzuholen und dann zurück in die Schweiz zu unserem wunderschönen Baby, Hera, unser Golden Retriever. Genau, und ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen war, als ich auf dem Weg war nach Mannheim in der Nacht, hat es mich fett
blitzt alle Schweintorte. Und das noch in der Schweiz. Ich war noch so kurz vor der Grenze und voll gehypt und voll am Gas geben, ne, weil ich irgendwie psychisch schon in Deutschland war, wo die Strecken unbegrenzt sind, das Tempolimit, und satte 700 Franken Buße habe ich bekommen. Das war leider nicht so toll. Es war schlussendlich eine sehr teure Reise nach Mannheim, wo ich fast umgekommen wäre sogar. Mit dem Leben bin ich knapp davon gekommen, ja. Aber was riskiert man nicht alles, um seinen großen Traum zu leben, Mangaka zu werden? Geht das aber nur durch einen Verlag oder kann man das auch selber hinkriegen, alleine? Ich bin das Beispiel, dass es funktioniert, ja. Ihr könnt es auch alleine hinkriegen, aber ihr müsst natürlich euren eigenen Verlag machen und das Zeug dann so pushen, weil wenn ihr einen eigenen Verlag habt, dann werdet ihr sofort anders wahrgenommen, ne? Als wenn ihr euch irgendwo blicken lässt und sagt, ja, ich habe dieses Buch gezeichnet hier und ich will das jetzt hier verlegen und überall rein in die Läden bringen. Ne, dann werdet ihr sehr schnell wieder von der Tür gestoßen und dann kriegt ihr verpiss dich zu hören, sehr wahrscheinlich. Anstatt wenn ihr sagt, hallo, ich bin von diesem und diesem Verlag und wir haben dieses wunderschöne Buch und würden gern in eure Läden bringen, dann sagen sie, oh, ein Verlag, cool, zeig mal her. Etwa 3-4 Monate nach Mannheim, nach der Animagic, habe ich dann meinen Verlag Mythos Manga und meine Toy Company Mythos Collectibles gegründet. Aber das erkläre ich euch genauer in einer anderen Episode, vielleicht schon in der nächsten. Da erzähle ich euch wirklich alles über meinen Verlag und die Toy Company. Aber jetzt sind wir noch beim Thema Mappensichtungen. Da mir der liebe Herr Marco ja gesagt hat, Short Manga, dies und das, mach etwas, 32 Seiten, habe ich mir das natürlich zu Herzen genommen. Und ich habe einen Short-Manga gemacht, nicht fertig gezeichnet, aber das Storyboard habe ich hingeknallt. Und dann dachte ich, ja, bei der nächsten Convention zeige ich das Marco. Und dann wird er bestimmt sagen, cool, lass was machen. Also obwohl ich schon meinen eigenen Verlag hatte, hatte ich immer noch irgendwie die Hoffnung, dass mich ein anderer Verlag annimmt und ein bisschen pusht, weil es ist natürlich viel einfacher, zu so einem etablierten Verlag zu gehen, der einem richtig pushen kann und Werbung machen, ne? Tja, und dann hörte ich vom Comic-Salon Erlangen, der nur alle 4 Jahre stattfindet. Und da habe ich natürlich ein bisschen recherchiert und gesehen, dass Egmont Manga auch mit am Start ist. Und dann dachte ich, oh yeah, dann gehe ich wieder den Marco konfrontieren und sagen, hallo mein Lieber, was ist passiert mit diesem Short-Zeug? Ich habe nie was gesehen bei euch im Insta oder auf den Social Media oder auf eurer Homepage. Hier, siehst ihr an, das ist mein Short-Manga und den will ich machen bei euch. Ob ich ihn erwischt habe überhaupt dort in Erlangen und wie das Ganze in Erlangen abgelaufen ist und wie ich dann diesen Geistesblitz in Erlangen bekommen habe, dass ich jetzt wirklich mit meinem eigenen Verlag durchstarten muss, das erfährt ihr in der nächsten Episode, meine lieben Freunde. Darum wäre ich froh um ein Like und Subscribe und dann bis zum nächsten Mal, ne? Adios, amigos.